Projekt behandelt zwei wichtige Themen, die im Bauwesen gerade sehr im Vordergrund stehen. Das ist zum einen mal das Thema BIM, Building Information Modeling. Das andere Thema ist AIL, Ambient Assisted Living. BIM, also diese Methode, beschreibt, dass die ganzen am Bau Beteiligten sehr frühzeitig und sehr intensiv zusammenarbeiten, um ein Produkt, das Gebäude zu erstellen. Das ist ein ganz großes Thema zurzeit in der Architektur. AIL, also Ambient Assisted Living, beschreibt die Möglichkeit, dass gerade ältere Leute durch technische Maßnahmen sehr viel länger eigenständig in ihren eigenen Wohnungen bleiben dürfen als bisher bekannt. Und diese beiden Dinge sind sehr wichtig für Studenten, für alle am Bau Beteiligten, und deswegen versuchen wir in diesem Projekt eben diese Inhalte zu vermitteln. Das ist ein europäisches Projekt. Insgesamt sind 7 verschiedene Partner daran beteiligt. 2 davon kommen aus Spanien, 3 davon aus Deutschland, ein Partner aus Slowenien und ein anderer Partner aus Mazedonien. Die Partner haben natürlich verschiedene Kompetenzen und auch Aufgaben in diesem Projekt. Wir haben einen spanischen Partner, der sich sehr gut auskennt in der Vermittlung von Lerninhalten für das berufsbegleitende Lernen, für Schüler, Studenten und auch Tätige, die bereits im Beruf drinstehen, also das Weiterbildungsmaßnahmen betreiben. Der zweite spanische Partner hat seinen Fokus auf eben diesem AIL, also dieser Unterstützung von Senioren zum eigenständigen Leben durch technische Maßnahmen. Der slowenische Partner ist auch Teil einer Architekturfakultät in Ljubljana in Slowenien. Dann der mazedonische Partner kommt aus der Informatikfakultät, um Unterstützung in diesen technischen Bereichen. Dann eben die deutschen Partner. Das ist Building Smart, das ist eine Organisation, die eben dieses BIM, Building Information Modeling, sehr stark verbreiten. Das ist ein Verein, der dafür da ist, eben diese Inhalte unter die Baubranche zu bringen, eben Alpha-Training und eben das KIT als Koordinator des ganzen Projektes.